Im Jahr 1996 wurde der wohlhabende Geschäftsmann Howard Pilmar in seinem eigenen Büro brutal ermordet. Das Verbrechen blieb 23 Jahre lang unaufgeklärt, bis moderne Technologie und die Hartnäckigkeit der Ermittler dazu beitrugen, den Täter zu finden. Dieser Fall wurde zu einer der bekanntesten Ermittlungen und zeigte, dass Gerechtigkeit auch nach Jahrzehnten noch triumphieren kann. Freitag, 22. März 1996. In New York war es ein schöner sonniger Tag. Der Frühling stand vor der Tür. Die Mitarbeiter eines Bürobedarfsgeschäfts eilten zur Arbeit. Im Büro des Chefs im 4. Stock des Bürogebäudes fanden sie seinen leblosen Körper. Howard Pilmar lag mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache auf dem Boden. Die Angestellten des Geschäfts riefen sofort die Polizei. Die Beamten trafen schnell ein. Die erste Sichtprüfung ergab, dass der Mann mehrfach mit einem Messer in Hals, Brust und Rücken gestochen worden war. Im Büro gab es keine Einbruchsspuren. Alle Wertsachen befanden sich an ihrem Platz. Howard Pilmar war gerade erst 40 Jahre alt geworden. Er war verheiratet und hatte einen Sohn. Vor nicht allzu langer Zeit hatte der Mann begonnen, das Geschäft seines Vaters Frank zu leiten. Pilmar war Eigentümer eines Ladens, in dem Bürobedarf verkauft wurde. Außerdem hatte Howard bereits in den 90er Jahren vorausgesagt, dass ganz Amerika bald verrückt nach Kaffee sein und viel Geld für Tassen mit diesem heißen Getränk ausgeben würde. Howard eröffnete sein erstes kleines Elite-Café direkt in seinem Laden. Er nannte es Philip zu Ehren seines Sohnes. Die Leute kamen wegen des Kaffees und kamen dann für eine zweite Tasse wieder. Bald eröffnete Howard ein Café an einem anderen Ort. Sein Geschäft florierte. Seine Frau Roslyn, die viele Jahre als Zahnarzthelferin gearbeitet hatte, kündigte ihren Job und begann ihrem Mann bei der Führung des Kaffeegeschäfts zu helfen. An dem Märzmorgen, als Howard ermordet wurde, eilte Roslyn sofort ins Büro. Sie verhielt sich ruhig, war gefasst und ausgeglichen. Sie beruhigte die Mitarbeiter des Ladens und sagte ihnen, sie sollten sich keine Sorgen machen. Ihr Geschäft würde weiterlaufen und alles würde gut werden. Howard und Roslyn hatten sich in der Highschool kennengelernt und sich sofort ineinander verliebt. 1982 feierten sie eine prächtige Hochzeit und luden alle Verwandten und Freunde ein. Die junge Familie ließ sich in einem vornehmen Viertel von New York namens Upper East Side nieder. Im Jahr 1986 wurde der Sohn Philip geboren. Von außen schien die Familie Pilmar perfekt zu sein. Howard baute das Geschäft seines Vaters weiter aus, vernachlässigte dabei aber nicht seine Frau und seinen Sohn. Im März 1996, als Howard Opfer eines Verbrechens wurde, nahmen die Polizisten sofort die Ermittlungen auf. Es tauchten viele Fragen auf. Wer könnte Pilmar etwas anhaben wollen? Mit wem hatte er sich vor seinem Tod getroffen? Wer war in seinem Büro, ein Verwandter oder einer seiner Mitarbeiter? Am Tag nach der Tragödie, dem 23. März, besuchten Polizeibeamte Pilmars Wohnung und sprachen mit seiner Frau Roslyn. Die Frau ließ die Polizisten in die Wohnung. Sie erzählte, dass sie mit Howard glücklich verheiratet war und sie sich fast nie gestritten hätten. Laut Roslyn besuchte sie am Abend des 21. März zusammen mit ihrem Bruder Evan Walt das Büro ihres Mannes. Sie besprachen einige Arbeitsangelegenheiten. Roslyn berichtete, dass sie nach dem Gespräch zusammen mit ihrem Bruder das Büro verlassen hätten. Howard blieb im Büro. Er arbeitete weiter und wollte sich anschließend ein Basketballspiel ansehen. Als Howard spät abends nicht nach Hause kam, rief Roslyn ihn im Büro an, aber er ging nicht ran. Sie hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. »Hallo, es ist jetzt 20:10 Uhr. Philip und ich möchten wissen, ob du noch arbeitest oder in eine Sportbar gegangen bist. Ich bin sicher, du rufst mich von dort aus an. Wir sprechen uns später. Bis dann. Ich liebe dich.« Howard antwortete nicht. Am Morgen des 22. März rief Roslyn mehrere Krankenhäuser an, da sie vermutete, dass ihr Mann möglicherweise in einer medizinischen Einrichtung war. Die Polizei befragte alle Angehörigen von Howard sowie die Mitarbeiter seines Ladens. Es gab Gerüchte, dass Pilmar ein Frauenheld war und seine Frau mehrfach betrogen hatte. Könnte ein eifersüchtiger Ehemann der Mörder sein? Oder war es vielleicht ein Mitarbeiter des Ladens, der mit seinem Chef unzufrieden war? Viele hatten ein Motiv. In Howards Büro gab es keine Einbruchsspuren. Es musste also jemand gewesen sein, der Zugang zum Büro hatte. Pilmar wurde 48 Mal mit einem Messer erstochen, darunter auch Wunden, die ihm nach seinem Tod zugefügt wurden. Der Täter, der diese Grausamkeit begangen hatte, war offensichtlich von großer Wut getrieben.
Als die Ermittler Evan Walt befragten, bemerkten sie frische Schnitte an seiner linken Hand. Evan sagte, er habe sich diese Verletzungen bei der Arbeit zugezogen. Er arbeitete in Howards Café, hatte versehentlich einen Teller zerbrochen und sich dabei verletzt. Die Ermittler fanden heraus, dass Evan und Howard sich nicht verstanden, oft stritten und zankten. Aber das ist noch nicht alles. Einige Tage vor der Tragödie hatte Evan einen Wachmann nach den Überwachungskameras gefragt, die neben dem Bürogebäude installiert waren. Nach dem Tod von Howard Pilmar ging der gesamte Immobilienbesitz sowie das Unternehmen in den Besitz von Roslyn über. Darüber hinaus erhielt die Ehefrau mehr als $1 Million aus der Lebensversicherung. Bereits 10 Tage nach der Tragödie gab Roslyn bekannt, dass sie das Unternehmen ihres verstorbenen Mannes verkaufen werde. Anstatt zu trauern, führte die Frau aktiv Verhandlungen mit Käufern, um möglichst viel Geld aus dem Verkauf herauszuholen. Die Ermittler beobachteten Roslyn aufmerksam und bald tauchten wichtige Informationen über das frühere Leben dieser selbstbewussten Frau auf. Roslyn hatte 16 Jahre lang bei dem Zahnarzt Stanley Weinstock gearbeitet. Sie war seine Assistentin und Buchhalterin. Die Ermittler fanden heraus, dass Roslyn den Arzt betrogen und Geld gestohlen hatte. Innerhalb weniger Jahre hatte sie sich Hunderttausende Dollar angeeignet. Niemand hatte etwas bemerkt. Aber als die Assistentin kündigte und die Leitung des Cafés ihres Mannes übernahm, stellte der neue Buchhalter fest, dass Roslyn in den letzten 4 Jahren 186 Schecks von Patienten auf ihr Bankkonto überwiesen hatte. Der neue Buchhalter traf sich Ende 1995 mit Roslyn, um die Vorfälle zu besprechen. Die Frau bestätigte, dass sie den Arzt tatsächlich betrogen und heimlich Geld auf ihr Konto überwiesen hatte. Roslyn brach in Tränen aus und flehte darum, dass ihr Mann nichts davon erfahren dürfe. Sie hatte Angst, dass Howard sie dann aus dem Haus werfen würde und sie ihren Sohn Philip nie wieder sehen würde. Roslyn versprach, das Geld zurückzuzahlen, jeden Cent. Der Buchhalter versprach, das Geheimnis zu bewahren, aber die Zeit verging und die Frau hatte es nicht eilig, ihre Schulden zu begleichen. Als Anfang 1996 die Steuerzahlung fällig wurde, konnte Roslyn die erforderliche Summe nicht aufbringen. Sie schuldete dem Staat New York fast $15.000 für ihr Kaffeegeschäft. Die Frau hatte kein Geld und sprach mit niemandem über ihre Probleme. Howards Stiefschwester Heather bemerkte, dass Roslyn sich ein paar Tage vor der Tragödie seltsam verhielt. Sie hatte stark abgenommen und wirkte angespannt. Heather fragte sie, »Ist alles in Ordnung?« Roslyn antwortete, »Ja, alles in Ordnung.« Heather beschloss, Evan nach seiner Schwester zu fragen, woraufhin der Junge antwortete, »Wenn Howard ihr jemals wehtut, bringe ich ihn um.« Nur einen Tag nach diesem Gespräch wurde Howard tot aufgefunden. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde nie gefunden. Trotz fehlender materieller Beweise hatte die Familie Pilmar keinen Zweifel daran, dass Roslyn und Evan Howard getötet hatten. Großvater Frank wurde verboten, mit seinem Enkel Philip zu sprechen. Frank Pilmar kam oft zur Polizeiwache, um sich über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Er rief jeden Tag an und forderte die Ermittler auf, sich mehr anzustrengen. Roslyn hingegen interessierte sich nicht sonderlich für die Ermittlungen. Sie rief nie bei der Polizei an und fragte nie nach dem Stand der Ermittlungen. Ein Jahr nach der Tragödie hängte die Polizei Plakate in der Stadt auf denen die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls Howard Pilmar gebeten wurde. Die Ermittler stellten fest, dass jemand diese Plakate ständig abriss. Wer konnte das sein? Straßenüberwachungskameras zeichneten auf, dass Evan und seine zweite leibliche Schwester Janet die Plakate abrissen. Als die Ermittler mit Evan und Janet sprachen, antworteten sie, dass ihnen diese Plakate große Angst machten. Die Aufmerksamkeit auf ihre Familie erschreckte sie. Sie glaubten, dass die Polizei sie verfolgte und ihnen kein ruhiges Leben ließ. Im Jahr 1997 wurde Roslyn Pilmar wegen Diebstahls von Geld beim Zahnarzt verhaftet. Sie bekannte sich schuldig und erhielt eine Bewährungsstrafe, nachdem sie ihrem ehemaligen Arbeitgeber Dr. Stanley das gesamte gestohlene Geld zurückgegeben hatte. Roslyn kam zu Geld, da sie das Geschäft ihres verstorbenen Mannes verkauft hatte und außerdem eine Zahlung von der Versicherung erhielt. Im Jahr 1999 gab es Fortschritte in der DNA-Technologie. Roslyn und Evan gaben Blutproben ab und es stellte sich heraus, dass in Howards Büro am Tag seines Mordes ein Tropfen Blut an der Wand gefunden worden war, der von Evan stammte. Dieser Beweis wurde zu einem der wichtigsten Details in den Ermittlungen im Fall Pilmar. Damals, im Jahr 1999,
hielten die Staatsanwälte diese Beweise jedoch für unzureichend, um den Fall abzuschließen. In den folgenden 20 Jahren lebten Roslyn Pilmer und Evan Wald ihr normales Leben weiter. Roslyn kehrte in ihren Beruf zurück. Sie fand eine Stelle in einer Zahnklinik. Die Frau arbeitete, verdiente ihr Gehalt und bezahlte ihre Rechnungen. Sie zog ihren Sohn alleine groß. Philip absolvierte eine Privatschule, studierte am College und schrieb sich anschließend an der juristischen Fakultät einer Universität ein. Schließlich heiratete er und fand eine Stelle bei einer renommierten Kanzlei. Seine Karriere verlief erfolgreich. Evan Wald heiratete und arbeitete weiterhin in der Lebensmittelindustrie. Roslyn und Evan lebten ein ruhiges Leben und ahnten nicht, dass die Ermittler seit 20 Jahren versuchten, den Fall Pilmer aufzuklären. Am 15. August 2017 wurden Roslyn und Evan wegen Mordes verhaftet. Sie bestritten ihre Schuld. Die Freilassung gegen Kaution bis zum Prozess wurde ihnen verweigert. Ihre Anwälte waren der Meinung, dass die Anklage weder gegen Roslyn noch gegen Evan einen einzigen Beweis für ihre Schuld hatte. Der einzige wichtige Beweis war ein Tropfen Blut, der Evan gehörte und am Tatort gefunden wurde. Aber niemand konnte genau sagen, wann dieser Tropfen an die Wand gelangt war. Evan behauptete, er habe sich im Café verletzt und sei dann in Howards Büro gegangen, um mit seinem Chef über Arbeitsangelegenheiten zu sprechen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte Roslyn ein Motiv: Geld. Die Frau hatte sowohl ihrem ehemaligen Arbeitgeber als auch dem Finanzamt eine hohe Summe geschuldet. Roslyn rechtfertigte sich damit, dass sie nur ihrer Mutter half, die Hypothek zu bezahlen und deshalb Geld von der Arbeit gestohlen habe. Aber sie habe ihren Mann, mit dem sie glücklich verheiratet war, nicht getötet. Roslyn erzählte ihrer Schwester, dass sie Howard wenige Tage vor seinem Tod von ihren enormen Schulden erzählt habe und ihr Mann ihr versprochen habe, dass sie alle Schwierigkeiten gemeinsam bewältigen würden. Am 17. Januar 2019, fast 23 Jahre nach dem Mord an Howard Pilmer, standen Roslyn und Evan vor Gericht. Die Staatsanwältin behauptete, dass es Roslyn Pilmer und Evan Wald waren, die Howard so grausam und gnadenlos ermordet hatten. Ihr Plan war klar und bis ins Detail durchdacht. Die Beweise waren größtenteils indirekt. Ein wichtiger Hinweis war nach wie vor der Tropfen Blut von Evan. Die linke Hand des Mannes wies frische Wunden auf, wobei Evan übrigens Linkshänder war. Das Foto wurde 7 Tage nach der Tragödie aufgenommen. Evan behauptete, er habe sich die Hand einen Tag vor dem Mord an Pilmer bei der Arbeit verletzt. Allerdings berichtete Howards Schwester Heather, dass sie Evan am Tag vor der Tragödie, dem 21. März, gesehen habe und weder Wunden noch Verbände an seiner Hand bemerkt habe. Sie erinnere sich, dass unter den Fingernägeln des Mannes wie üblich nur Kaffeesatz gewesen sei. Evans Anwalt war der Ansicht, dass ein einziger Tropfen keine Schuld beweisen könne. Im Büro war viel Blut, auch im Badezimmer, aber es stammte alles von Howard. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wusch sich Evan nach der Tat im Badezimmer und ging dann die Treppe hinunter. Roslyn war die ganze Zeit in der Nähe. Roslyns Motiv war Geld. Der Buchhalter des Zahnarztes Neil Klein sagte vor Gericht aus, dass er Roslyn einige Wochen vor der Tragödie angerufen und sie unter Druck gesetzt habe, indem er ihr mit einer Klage gedroht habe, wenn sie das Geld nicht zurückzahle. Das Finanzamt schickte Roslyn ein Schreiben mit dem folgenden Wortlaut: Wenn Sie am 21. März die Zahlung in Höhe von $15.000 nicht leisten, wird Ihr Café geschlossen. Als Roslyn am Abend des 21. März von zu Hause aus im Büro ihres Mannes anrief, erhielt sie keine Antwort und hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Darin sagte die Frau deutlich, dass sie um 20:10 Uhr nach Hause gekommen sei. Warum gab sie die genaue Uhrzeit an? Vor Gericht sagte Alison Lewis aus, die 1996 als Kindermädchen bei der Familie Pilmer gearbeitet hatte. In diesem Jahr hatte Alison gerade das College abgeschlossen. Sie war sehr jung. Nach der Tragödie wollte die Nanny nicht mit der Polizei sprechen. Im Jahr 1996 sagte Alison nicht gegen Roslyn aus, da die Frau sie gut bezahlte und die Nanny Angst hatte, ihren Job zu verlieren. Je älter Alison wurde, desto mehr wurde ihr klar, dass sie den Ermittlern wichtige Informationen mitteilen musste. Erst 23 Jahre nach der Tat brach die Nanny ihr Schweigen. Alison berichtete, dass sie am Nachmittag des 21. März 1996 Philip zum Hockeytraining gebracht habe, da Roslyn und Evan sich mit Howard treffen wollten. Laut Alison habe sich Roslyn an diesem Tag seltsam verhalten. Normalerweise planten sie den Tagesablauf im Voraus,
Aber an diesem Abend rief Roslyn plötzlich die Nanny an und sagte: »Allison, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch im Büro. Bitte hol Philip vom Training ab und bring ihn nach Hause.« Allison holte den Jungen ab. Sie kamen zum Haus der Familie Pilmer. Dort wurden sie von Roslyn an der Tür empfangen. Die Frau hatte nasse Haare. In der Wohnung war es dunkel. Roslyn wollte nicht, dass Allison mit hereinkam. Der Prozess dauerte fast 2 Monate. Dann wurde der Fall an die Geschworenen weitergeleitet. Von der ersten Minute an war den Geschworenen klar, dass ihre Arbeit schwer werden würde. Die Atmosphäre im Saal war sehr angespannt. Während der Urteilsverkündung waren keine Kameras im Gerichtssaal erlaubt. Auf der rechten Seite saßen Howards Verwandte und Freunde, auf der linken Seite Roslyns und Evans Verwandte und Freunde. Philip unterstützte seine Mutter so gut er konnte. Die Geschworenen fällten ihr Urteil. Roslyn Pilmer war des Mordes 2. Grades schuldig. Evan Wald wurde des Mordes 2. Grades für schuldig befunden. Als Philip diese Worte hörte, stand er sofort auf und rannte aus dem Saal. Im Juli 2019 wurde das Urteil verkündet. Doch zuvor hatte die Familie des verstorbenen Howard erklärt, dass sie die härteste Strafe für die Schuldigen wünsche. Frank Pilmer sagte: »Euer Ehren, ich kann jede Nacht nicht schlafen, weil ich ständig an meinen Sohn Howard und die letzten Minuten seines Lebens denken muss. Am 22. März 1996 habe ich 3 Dinge verloren, von denen ich 2 nie zurückbekommen werde. Meinen Sohn und mein Geschäft. Aber ich habe auch meinen Enkel Philip verloren und ich weiß, dass er mich immer noch nicht ansehen will. Es tut mir sehr leid, aber ich möchte, dass er weiß, dass wir ihn alle lieben und dass wir ihn bei uns haben wollen.« Frank hoffte, dass Philip nach diesen Worten seine Gefühle erwidern, ihm die Hand geben und ihn umarmen würde, aber das geschah nicht. Philip sagte vor Gericht, dass die Inhaftierung seiner Mutter seinen Vater nicht zurückbringen würde. Während Roslyn und Evan weinten, dankte Philip seiner Mutter für alles, was sie für ihn getan hatte, dass sie ihn großgezogen, ihm eine gute Ausbildung ermöglicht, ihn immer unterstützt und ihm geholfen hatte, den Tod seines Vaters zu verkraften. Philip bat den Richter um Milde, aber das geschah nicht. Roslyn und Evan wurden zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 25 Jahren verurteilt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.